Heute wurde Herrn Bistron die Immunität entzogen und viele fragen sich, ist das ein Aprilscherz? Herr Bistron, handelt es sich um einen Aprilscherz? Naja, nach außen sieht das so aus. Leider ist das bittere Realität hier im Europäischen Parlament, hier in dieser EU. Was ist denn der Grund für diesen Immunitätsentzug? Ja, das ist eben das, warum die Menschen denken, das ist ein Aprilscherz. Denn mir wurde jetzt die Immunität entzogen, weil ich ein Foto von Angela Merkel vor 2 Jahren auf Twitter geteilt habe. Warum machen Sie denn sowas? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Also man sollte Angela Merkel auf keinen Fall teilen. Das ist die Strafe Gottes, ja. Nein, also auf dem Foto will die Staatsanwaltschaft ja einen Hitlergruß erkennen. Ja, ja, ja. Ja gut, dazu muss Oder man, auch nicht. Genau, das ist ein guter Punkt. Dazu muss man wissen, und viele Zuschauer werden sich vielleicht erinnern, man hat versucht, mir schon einmal einen Hitlergruß anzudrehen, aber das war damals, als ich bei einer Veranstaltung gesprochen habe und habe da irgendwie gestikuliert und in einer Mikrosekunde war der Arm wirklich oben. Dann hat das jemand eingefroren, das Bild auf dem Video, hat das der Staatsanwaltschaft geschickt und hat gesagt, oh Gott, da müssen wir aber jetzt ermitteln. Und ich habe mich verteidigt und habe Fotos vorgelegt, eben auch ein Foto von Angela Merkel. Ich habe gesagt, schau mal, da kann man jeden nehmen. Karl Lauterbach, Bettina Wulff und eben Angela Merkel. In einer bestimmten Sekunde, wenn sie ein Taxi rufen, sehen sie immer aus, als wenn sie einen Hitlergruß machen würden. Und der Argumentation ist das Gericht gefolgt. Ich war damit sehr erfolgreich. Das Gericht hat das ja nicht mal zur Verhandlung angenommen. Die haben gesagt, ja klar, ist doch völliger Schmarrn, was die Staatsanwaltschaft da macht. Das Gericht hat das vom Tisch gewischt. Ja? Und ich habe gedacht, das ist doch super, dann weiß ja wirklich jeder erwachsene Mensch, dass Angela Merkel da eben keinen Hitlergruß macht und habe das dann ein bisschen später in einer Collage verwendet. Dazu muss man auch sagen, dass während des ganzen Zeitraums, als die Staatsanwaltschaft versucht hatte, mir da diesen Hitlergrußverfahren an den Hals zu hängen, haben an die 1000 AfD-Anhänger eben dieses Foto von der Angela Merkel genommen und haben an dieselbe Staatsanwaltschaft geschrieben und gesagt, ja, Alter, ihr müsst jetzt aber auch ermitteln, weil das ist ja ein Hitlergruß. Und da hat diese Staatsanwaltschaft an die 1000 Mal gesagt, nein, wir ermitteln nicht, weil das ist kein Hitlergruß. Also bei Angela Merkel ist es kein Hitlergruß. Bei Ihnen hat man ermittelt, als Sie gewunken haben, weil da war es vielleicht ein Hitlergruß und dann doch nicht. Und jetzt haben Sie aber wiederum dieses Foto von Angela Merkel geteilt, auf dem sie keinen Hitlergruß zeigt. Und jetzt wird wieder gegen Sie ermittelt. Bistron winkt, Hitlergruß. Angela Merkel winkt, kein Hitlergruß. Bistron zeigt Foto von Angela Merkel, wie sie winkt, Hitlergruß. Das ist der Zustand der Justiz im Moment in Deutschland. Und welche Reaktionen haben Sie so im Parlament erfahren? Was sagen Ihre Kollegen dazu, dass Ihnen wegen so etwas die Immunität nun entzogen wurde? Na, Sie haben es schon am Anfang gesagt. Viele Menschen von draußen haben heute gedacht, das ist ein Aprilscherz. Die Kollegen hier im EU-Parlament, die sind fassungslos, vor allem die aus dem Ausland, weil die kennen diesen ganzen Irrsinn gar nicht. Die können das überhaupt nicht nachvollziehen. Und gerade, das ist jetzt keine 20 Minuten her, hat ein spanischer Kollege sogar in einer Diskussion, wo es eben um Menschenrechte geht und Verletzung von Menschenrechten und Unterdrückung von Demokratie gesprochen und hat das da auch erwähnt als ein besonders krasses Beispiel, wie hier die Opposition unterdrückt wird mit einer willfährigen, politisch gesteuerten Justiz. Vielen Dank. Gerne geschehen.